Nordöstlich von Erlingshofen liegt der Burgstall Wieseck. Der ursprüngliche Name der Burg hat sich genauso wenig erhalten wie die Burg selbst. Bis zum 17. Jahrhundert sprach man von der Alten Feste. Der aus dem Fels geschlagene Halsgraben der Kernburg, der auf der Südseite der ehemaligen Burg in einen Ringgraben übergeht, ist im Gelände gut zu erkennen. Auf der nordwestlichen Landspitze war etwa ein Drittel des Kernburg-Plateaus durch eine Quermauer abgetrennt. Da im nordwestlichen Bereich kein Schutz sichtbar ist, kann man davon ausgehen, dass hier nur Holz- oder Fachwerkbauten standen. Die Burg kontrollierte durch ihre Lage über dem Kerntal eine wichtige ehemalige Handelsstraße von Regensburg nach Schwaben. Die Burg selbst befand sich auf einem Bergsporn und hatte damit durch Böschungen nach Norden und Süden und dem steil abfallenden Gelände zum Kerntal im Westen einen natürlichen Schutz, der baulich weiter verstärkt wurde. Der rechteckige Vorburgbereich auf der Südostseite war von einem eigenen Graben umgeben. Im Norden befindet sich die ebenfalls noch gut erkennbare Terrasse eines Vorburgbereiches unterhalb der Kernburg. Auf dem Plateau der Kernburg selbst standen der Palas und vermutlich weitere Gebäude innerhalb einer Ringmauer. Im Osten des Kernburg-Plateaus ist der Schuttkegel des ehemaligen Bergfriedes zu erkennen, der diese besonders exponierte Seite und den vermutlichen Zugang zur Kernburg im Süden bewachte. Die Anlage wurde durch einen umschließenden Graben, besonders nach Südwesten und Süden, dem Vorburgbereich im Norden und einer größeren Vorburg, mit dem vermutlichen Zugang im Osten gesichert. Als die Grafen von Hirschberg, denen die Herren von Erlingshofen dienten, ausstarben, fiel ihr Erbe an das Hochstift von Eichstätt. Die Besitzer der Burg sahen sich nun mit den Ansprüchen des Bischofs von Eichstätt auf ihre Burg konfrontiert und es kam zur Fehde. Während der Fehde wurde die Burg vom Bischof von Eichstätt mit Unterstützung des Nürnberger Burggrafen im Jahr 1312 erobert und zerstört. Kurz danach söhnten sich die Herren von Erlingshofen mit dem Bischof von Eichstätt aus
mussten aber die Bedingungen hinnehmen, weder die Burg neu zu errichten, noch die Örtlichkeit an Dritte zu verkaufen. Letztendlich verkauften sie die zerstörte Burg Jahre später an den Eichstätter Bischof selbst. Nach Quellen befand sich im Kerntal, das sich in Sichtweite der ehemaligen Burg von Erlingshofen nach Norden hinaufzieht, an der Handelsstraße von Regensburg nach Schwaben eine Schmiede und ein Wirtshaus. Nach einer Sage solle in Schmiede und Wirtshaus jedoch der Teufel gehaust haben. Entsprechend der Sage führte dies dann dazu, dass Teufelsschmiede und Gasthaus vor etwa 150 Jahren niedergebrannt wurden. Vor Ort ist eine Informationstafel zu finden, die neben der Burggeschichte auch Hinweise zum möglichen Aussehen der Burg gibt.